Anime sind wie ein Restaurantbesuch. Man setzt sich hin und bestellt sein Wunschgericht. Zum Beispiel ein Einstiegsanime als Vorspeise. Also schaut man sich Naruto an. Oder als Hauptgang etwas Gehaltvolleres wie Death Note. Und wer es spicy mag, wird sicherlich glücklich werden mit Interspecies Reviewers. Und als süßen Nachtisch könnte man sich The Dangers in My Heart. Jedes der Gerichte führt einen einzigen Zweck. Sei es eine süße Geschichte, ein füllendes Hauptmahl oder eine kleine Abwechslung. Dandadan hingegen, der Anime, den ich dir heute vorstellen möchte, ist ein Buffet und deckt jedes der bereits erwähnten Speisen ab. Denn in diesem Meisterwerk ist wirklich alles enthalten. Doch worum geht es in der Geschichte überhaupt? Momo Ayase hat kein Glück mit der Liebe, vor allem weil sie auf einen sehr speziellen Typus Jungen steht, die dem Schauspieler Ten Takakura ähneln, jedoch aufgrund ihres Verhaltens eher Probleme bereiten. Um sich vom Liebeskummer abzulenken, hilft sie dem merkwürdigen jungen Okarun aus der Parallelklasse, der dies hingegen als Chance nutzt, um mit ihr über sein Hobby zu reden. Die beiden könnten jedoch nicht ungleicher sein. Er glaubt an Aliens und UFOs, wohingegen sie an das Spirituelle und Übernatürliche glaubt. Dabei halten natürlich beide selbstverständlich das Interesse des anderen für erfundenen Blödsinn. Sie gehen somit einen Deal ein, jeweils einen Ort des anderen zu besuchen, wodurch sich Momo in ein unheimliches altes Schulgebäude begibt, sowie Okarun einen verhexten Tunnel besucht, um den jeweils anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Beide werden sich jedoch relativ schnell gewahr, dass sie beide recht hatten. Momo trifft auf eine merkwürdige Gruppe an Aliens, die sie für Experimente verschleppen und ausziehen, wohingegen Okarun eine merkwürdige Hexe begegnet, die an seinem Schlong nippeln möchte. Beide sind alles andere als erfreut darüber und müssen sich aus der jeweiligen Situation retten. Doch wie der Zufall es will, gemeinsam. Was sich nicht retten lässt, ist das fehlende Gemächt Okaruns, welcher als roter Faden die Geschichte durchzieht und zurückgeholt werden gilt. Kurz gesagt treffen beide im Verlauf der Handlung auf so manche Sagengestalten, die mit gewisser Interpretationsfreiraum mehr als grotesk bezeichnet werden können, aber vor allem sehr gefährlich sind, von den beiden entsprechend assoziiert werden müssen, aus verschiedenen Gründen. Doch dazu später mehr. Der Autor bedient sich dafür den verschiedensten Szenarien und Genres, wodurch ein herrlich aufregendes Potpourri an unlimitierten Ideen entsteht. Das ist auch nicht verwunderlich. Hatte der Mangaka Yukinobu Tatsu wenig Glück mit seinen vorab veröffentlichten One-Shots und probierte sich an Dutzenden Werken und Stilen aus. Doch das limitierte Setting erschwerte es ihm, sich gänzlich zu entfalten. Er zeichnete unter anderem Ideen für Horror, Action, Romanzen und vieles mehr. Doch der wirkliche Durchbruch gelang ihm erst, als sein Redakteur ihm empfahl, einfach nicht in diesen Baukästen zu denken, wie eine Geschichte entsprechend des Genres sein sollte, sondern einfach zu zeichnen, worauf er gerade Lust hat. Das tat er auch, womit er eben alle Genres in Dandadans Geschichte vertreten sind. Wir haben den Horroraspekt in den verschiedenen Monster und Sagen, die coolen Action-Szenen aus den daraus resultierenden Kämpfen, aber auch das Romantische zwischen den beiden Hauptcharakteren im typischen Schulsetting, sowie so manche Comedy-Einlage. Apropos Charaktere, die sind eine der vielen Stärken dieser Serie. Okarun ist anfangs der typisch unbeliebte Sonderling in seiner Klasse, mit einem Herz aus Gold, der selbstverständlich seine Schwierigkeiten hat, Mädels zu reden. Erst im Verlauf der Handlung wächst sein Mut, aus sich herauszukommen, weshalb besonders am Anfang Momo das Zepter in die Hand nehmen muss, um die Handlung voranzutreiben. Diese ist sich nämlich schnell gewahr, Gefühle für ihn zu entwickeln, wenngleich der Grund ziemlich lächerlich ist. Nämlich trägt er den Namen ihres Lieblingsschauspielers. Dieser Zufall hat weitreichende Folgen für sie und führt dazu, dass sie immer wieder miteinander Zeit verbringen. Und schnell bemerkt sie, dass mehr hinter den schüchternen Jungen steckt, wenngleich sie selbst durchaus auch schüchtern ist und sich zunächst gegen ihre Gefühle wehren möchte. Die unschuldige Art, wie sie ihn neckt und herumkommandiert, weil sie ihn letztendlich insgeheim nur seine Aufmerksamkeit will, ist wirklich putzig und lässt einen von Anfang an für das Liebesglück der beiden mitfiebern. Vor allem dann, wenn Okarun doch mal etwas Unerwartetes Männliches macht, was ihr Herz zum Kloppen bringt. Momo wird als vollwertiger Charakter etabliert und nicht wie in vielen Shonen-Shows als Liebesinteresse degradiert. Natürlich sind sich die beiden auch nicht immer einig und streiten sich durchaus mal, was zu solch lustigen Momenten wie diesen führt. Wenngleich Okaruns fehlendes Gemächt der Grund ihrer Zusammenarbeit ist, genießen sie die offensichtliche Ausrede, um weiter Zeit miteinander zu verbringen. Die Chemie zwischen dem Duo stimmt und insbesondere Momo punktet stark, wie es bereits Marin Kitagawa aus Dress Up Darling gemacht hat. Ich finde es weiterhin wundervoll, mehr charakterstarke Frauen im Anime zu sehen, die wissen, was sie wollen und dem männlichen Protagonisten in nichts nachstehen, sogar oftmals auch zeigen, wie es richtig geht. Der Zeichenstil ist bunt und detailarmer, als man es von anderen Größen wie Demon Slayer oder Attack on Titan gewohnt ist. Der schattenlose Zeichenstil ermöglicht es den Zeichnern, mehr Zeit in die Animationen selbst zu stecken, die durchweg flüssig animiert sind, aber vor allem gespickt sind mit Charakter- und Facettenreichtum. Selbst etwas Simples wie die Animation der Gangart steckt voller Liebe zum Detail, was besonders in den zahlreichen Kampfszenen im Verlauf der Handlung zum Ausdruck kommt. Diese Kämpfe sind nicht nur übertrieben imposant in Szene gesetzt, mit übertriebenen Verformungen von Körpern, um die Geschwindigkeit zu verdeutlichen, sondern auch einfallsreich
leicht choreografiert. Man spürt regelrecht die Wucht der einzelnen Schläge in den Schlagabtäuschen oder die rasante Schnelligkeit. Langeweile kommt somit keine auf. Und das dezent platzierte Effektfeuerwerk untermalt die Szenerie nur, sodass am laufenden Band immer wieder Shots präsentiert werden, die Wallpaper-Qualität haben. Demon Slayer ist einfach King, was Compositing angeht. Doch Dandadan macht der Serie den Thron streitig, übertrumpft diesen jedoch im künstlerischen Stile. Die Explosionen im Hintergrund, die Momos Haare wild herumwedeln lassen, sind nicht nur ein Effektfeuerwerk, sondern dank der Farbpalette schlichtweg Kunstwerke. Die Manga-Vorlage macht es den Animatoren einfach, könnte sie diese doch 1:1 übernehmen, wie in diesem Beispiel. Die cineastischen Ausschnitte in den Manga-Bildern sind wie für eine Anime-Adaption gemacht und überzeugen mit ihrer Brachialität animiert umso mehr, insbesondere dank der grandiosen Effekte. Anders als im Manga fallen die Kämpfe im Anime deutlich länger und ausführlicher aus. Was im Manga wenige Bildausschnitte sind, wird in der Adaption auf mehrere Minuten gestreckt, ohne dass Langeweile aufkommt oder sie überzogen wirken. Es kommt einem eher so vor, als wären diese ausgefeilter. Etwas, das man sich zwar im Kopf mitdachte, aber nie gezeichnet wurde. Statt 1-2 Schläge gibt es eben ganze Schlagabtäusche. Den Kämpfen wird somit mehr Tiefe verliehen. Und seien wir ehrlich, wer regt sich schon darüber auf, dass toll inszenierte Kämpfe Länge dauern, wenn dabei so ein Effektfeuerwerk abgeliefert wird. Oftmals wird die Animationsqualität ausschließlich auf die Effekte im Kampf reduziert. Dabei stecken in diesem Anime so viel mehr. Man könnte ganze Videoanalysen machen über die Meme-Gesichter, die einfach sehr lustig sind. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das verantwortliche Animationsstudio ist Science Zero, eher klein und nicht wirklich bekannt. Wenngleich die Veteranen so manchen Hit abgeliefert haben, wie Devilman Crybaby, Ping Pong The Animation und die Anime-Adaption von Scott Pilgrim. Allesamt Fanfavoriten, aber nichts, was den Mainstream durchbrochen hat, bis dann gekommen ist und ihren Stil absolut entspricht. Ihre jahrelange Erfahrung sieht man dem Team schnell an, die für die Adaption nahezu alles in-house erledigt haben, womit durchweg eine hohe Qualität sichergestellt werden konnte. Kameraschwenks wie diese hier sind nur eine der vielen Übergänge, die mit Liebe zum Detail das Gesamtbild ergänzen. Auch der Einsatz von Farben macht es einen einfach, die Geschichte zu folgen und untermalt mit Hilfe von fesselnder Musik die furchteinflößenden Geschehnisse. Aliens sind blau hinterlegt, Turbo Granny oder das mystische Rot und Momo erhält ihren Glanz in einem türkisen Farbton, sodass trotz der rasanten Geschehnisse immer eindeutig ist, wer gerade im Fokus steht. Leider ist nicht alles positiv an diesem Werk, wobei negativ das falsche Wort ist. Gerade der Anfang der Geschichte zeigt Momo gerne halbnackt in Bedrängnis und suggeriert durchaus sexuelle Gewalt, was manche Zuschauer verschrecken könnte und erst im Verlauf der Handlung deutlich seltener vorkommt, aber weiterhin Bestandteil sein wird. Man könnte es als plumpen Fanservice abstempeln, und wenngleich diese Kritik zu Teilen auch berechtigt ist, steckt meines Erachtens mehr dahinter. Gerade am Anfang wird Momo von einer sehr schwachen Seite gezeigt, bei der sie eben noch nicht sich wehren kann und dennoch ihren Mann steht oder wohl eher ihre Frau steht. Sie weint nicht oder bettet um Hilfe, sondern wehrt sich gegen das Unheil, das ihr droht. Wenngleich Okarun sie rettet, so braucht dieser ebenso ihre Hilfe mit seinen Problemen. Sogar etwas mehr als sie selbst. Das Ganze hätte man sicherlich auch mit mehr Kleidung zeigen können, doch heutzutage braucht man eben diese Kontroverse zu Beginn, um die Augen der Zuschauer auf sich zu lenken. Wäre Game of Thrones ebenso erfolgreich gewesen, hätte es nicht mit Inzest und Kindermord begonnen. Selbst auf YouTube läuft es nur, wenn man Drama erzeugt, was wirklich schade ist. Dass also Zuschauer sich schlecht fühlen bei diesen Szenen, ist eben auch der Sinn dahinter. Es soll eben unbequem sein und es wäre wirklich schade, wenn jemand deswegen die Serie darauf reduziert und vor allem aufhört weiterzuschauen. Denn die Stärken der Serie sind ganz klar die Rom-Com-Elemente, die zuckersüß sind. Generell kommen im Verlauf der Handlung noch weitere Charaktere zum Cast hinzu, die durchaus ebenfalls attraktiv sind, aber niemals auf ihr bloßes Aussehen reduziert werden. Sie haben schlechte Persönlichkeiten oder sind etwas stalky, kurz gesagt lebhaft und real wirkend, mit ihren Schwächen und Stärken, aber vor allem auch dadurch bestimmt, sich weiterzuentwickeln. Wie ich bereits gesagt habe, kommt Okarun auch mehr aus sich heraus und hat durchaus seine Glanzmomente. Saiko ist trotz ihres fortgeschrittenen Alters auch anime-typisch als attraktiv dargestellt. Doch beliebt ist die Oma von Momo eher aufgrund ihrer coolen und lässigen Art. Zudem hat sie es dank ihrer psychokinetischen Fähigkeit faustig hinter den Ohren. Als Medium kann sie nicht nur die Wahrheit aus anderen Charakteren herauslesen, sondern auch die unheimlichen Monster in Zaum halten. Zudem unterstützt sie die beiden Hauptcharaktere mit ihrem immensen Wissen über dem Okkulten. Es kommen auch weitere Klassenkameraden zum Duo hinzu, die ebenfalls mit ihrer Art und Fähigkeit diese bereichern. Das führt nicht nur zu Problemen in der Liebesgeschichte,
Geschichte und verschiedenen Konkurrenzkämpfen untereinander, sondern sorgt auch für so manchen komödiantischen Aspekt, was somit ein weiteres Genre ergänzt. Nebenbei erwähnt sind die Grimassen der Charaktere einfach durchgehend zielsicher in ihrer Unterhaltung und machen selbst Anya aus Spy Family starke Konkurrenz. Was ebenso gelungen ist, ist das Design der Monster. Diese wirken durchweg originell und dennoch erkennt man ihren eigentlichen Ursprung. Inspiriert wurde der Künstler unter anderem von Godzilla-Monstern aus den 50er Jahren sowie der älteren Serie Ultraman. Manchmal sind es Kombinationen und Variationen aus verschiedenen Monstern. Ich würde das Ganze eher als Hommage sehen, insbesondere weil der Mangaka selbst positiv darüber offen redet. Das Opening wird beigesteuert von dem legendären Duo Creepy Nuts, die mit ihrer Mashal-Opening Bling Bang Bang Born bereits viral gegangen sind. Otonoko schlägt in dieselbe Kerbe und ist genauso ein Ohrwurm geworden, wenngleich nicht ganz so erfolgreich. Die Melodie bringt einen in die richtige Stimmung und unterstreicht den abstrusen Stil der Serie, weshalb es eine wirklich passende Wahl ist. Regie führte der Regisseur von Scott Pilgrim und steckt wie die Serie selbst voller Liebe zum Detail. Es gibt unter anderem Ultraman-Ausschnitte, die Farbpalette ist stark und ganz ehrlich, es ist einfach faszinierend anzuschauen. Dandadan besteht aus hunderten kleinen Zahnrädchen, die allesamt recht Standard sind oder zumindest auch von anderen Serien ebenso gut gemacht werden. Es gibt viele Battle schon mit tollen Kämpfen, gruseliger Horror, entzückende Liebesgeschichten oder auch wundervoll inszenierte Anime. Doch was Dandadan so dermaßen besonders macht, ist, dass alles daran einfach zusammenpasst, selbst wenn es oftmals nicht zusammengehört. Wie viele Geschichten gibt es bitteschön, die bittersüße Romantik mit Horror verbinden können oder ernstes Drama mit Memes oder starke Charaktere mit ebenso brachialen Kampfszenen. In der Regel spezialisiert sich eine Serie auf eine Sache oder sticht zumindest mit dieser aus der Masse hervor. Doch bei Dandadan wirkt alles harmonisch aus einem Guss und dennoch bedient es alle Genres gleichmäßig. Das macht diesen Anime nicht nur einzigartig in seiner Vielfältigkeit, sondern bereits jetzt schon zu einem Vorzeigewerk in der gesamten Branche. Wie man nicht nur einen faszinierenden Manga schreibt, sondern vor allem diesen als Anime adaptieren sollte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass hunderte von YouTuber und Anime-Fans sich einig sind, dass Dandadan ein wahres Meisterwerk ist, das du auf keinen Fall verpassen solltest. Wie mein nächstes Video. Also draufklicken und weiterschauen.